Artificial Intelligence. Code accepted. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ride On with Friends. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und ich befinde mich hier in meiner eiskalten Motorradgarage und führe gerade einen Wartungscheck für die neue Motorradsaison an meiner Vogue 300 Rallye durch. Wie du das Ganze KI-gestützt mit dem Ride On with Friends Wartungsassistenten durchführen kannst oder vielleicht sogar einen eigenen Assistenten mit ChatGPT für deine Motorräder aufbauen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Also bleib dran, wenn es dich interessiert. Viel Spaß, euer Jürgen. Kommen wir zur klassischen Ausgangssituation. Ich bin zwar kein erfahrener Schrauber, aber vor Beginn der Motorradsaison bzw. vor jeder Fahrt mit dem Motorrad bereiten wir uns selbst und unsere Motorräder gut vor, gerade wenn das Motorrad über Winter eingemottet war. Wichtig ist vor allem ein gründlicher Check von Technik und Sicherheitsausrüstung. Einfache Wartungsarbeiten wie Ölwechsel können wir auf Basis der Bedienungsanleitung selbst auch ohne Werkstatt durchführen. Von den Themen wie Bremsflüssigkeitswechsel lassen wir tunlichst die Finger. In jedem Frühjahr stehen wir aber vor der Herausforderung, alle notwendigen Checks mit den richtigen Parametern für das jeweilige Fahrzeug durchzuführen. Es steht zwar alles in den Bedienungsanleitungen der Motorräder, die bei BMW mit mehreren hundert Seiten sehr umfassend sind, oder wie bei meiner Vogue nur rudimentär das Notwendigste in einem schlechten Englisch beinhaltet. Aber es ist immer wieder ein Suchaufwand in der kalten Garage, in den Handbüchern oder mit dem Tablet in den E-Books. Mit ChatGPT habe ich gelernt, dass das KI-Modell in der Lage ist, sämtliche Dokumente, die ich ihm zur Verfügung stelle, zu erlernen und dann gezielt auf Fragen im Sinne eines Assistenten zu antworten. Schon hatte ich die Idee zu einem Wartungsassistenten für die Wartung unserer Motorräder am Saisonanfang und Ende oder bei jedem Fahrtantritt. Ich habe alle Handbücher unserer Motorräder in die Wissensdatenbank des Assistenten geladen. Auch Original-Wartungspläne der Hersteller, Infos von wichtigen Zubehörteilen und Tipps für den allgemeinen Motorradcheck von erfahrenen Schraubern. Den aktuellen Stand kann ich jederzeit abfragen. Fehlende Dokumente werden bei Deswegen sollte die Dateigröße unter 20 MB liegen. Man kann alle Arten von Dokumenten nutzen, wobei ich mit PDF und Microsoft Office Dokumenten die besten Erfahrungen gemacht habe. Falls man sehr viele und sehr große Dateien hochlädt, kann es sein, dass einige Inhalte nur teilweise geladen werden. Man sollte deswegen die Dokumente nacheinander hochladen. Generell gilt, dass im Gegensatz bei selbst erstellten GPTs mit eigener Wissensdatenbank die Dateien nur während der aktiven Sitzung verfügbar sind.
Bevor wir wieder in die kalte Garage ans Bike gehen, starte ich meinen Wartungsassistenten mit dem vordefinierten Prompt, um ein paar Basisdaten zum Motorrad zu erfassen, die in der KI-Datenbank gespeichert werden und ein spezifischer Wartungsplan nach Hersteller an. Prüfen. Hallo Jürgen, ein Frühlingscheck für deine Woge 300 Rallye ist eine super Idee. Überprüfe am besten Folgendes: Reifen, Profiltiefe und Reifendruck checken, Bremsen, Belege und Bremsflüssigkeit kontrollieren, Ölstand und Qualität prüfen, eventuell wechseln, Kette, Schmierung und Spannung kontrollieren, Batterie, Ladezustand checken, Licht und Elektrik, Funktion der Beleuchtung und Elektrik sicherstellen. Falls du noch weitere Tipps brauchst, lass es mich wissen. Alternativ könntest du auch einen Blick auf die Kette werfen und sicherstellen, dass sie gut geschmiert und gespannt ist. Lass uns mal mit dem Vorderreifen beginnen. Wie hoch müsste denn der Luftdruck sein? Der Luftdruck für den Vorderreifen deiner Woge 300 Rallye liegt in der Regel bei etwa 2,0 bar. Ich führe nun die einzelnen sicherheitsrelevanten Checks durch und teile ChatGPT das Ergebnis zum Speichern in meiner Datenbank mit. Hallo ChatGPT, ich möchte auch die Reifenprofilstärke prüfen. Wie sie Kette zu locker oder zu straff ist, kannst du sie entsprechend nachstellen. Alternativ kannst du auch die Angaben im Handbuch prüfen oder eine Werkstatt zur Kontrolle aufsuchen. Wie sollte ich denn die Überprüfung am besten durchführen? Muss das Motorrad aufgebockt sein? Ja, das Motorrad sollte aufgebockt sein. Idealerweise auf einem Hauptständer oder Montageständer, sodass das Hinterrad frei ist. Dadurch kannst du die Kette leicht in der Mitte zwischen Ritzel und Kettenrad nach oben und unten bewegen und den Spielraum messen. Achte darauf, dass die Kette im unbelasteten Zustand geprüft wird. Wenn nötig, kannst du die Spannung dann entsprechend anpassen. Alternativ kannst du dich auch an die Empfehlungen des Herstellers halten. Okay, ich prüfe die Kette jetzt mal. Die Kette ist zu locker, die muss ich nachspannen. Sag mir mal, wie... Um die Kette zu spannen, gehe folgendermaßen vor. Erstens, Achsenmuttern lösen.
Lockert die Achsmuttern am Hinterrad ein wenig, damit das Rad beweglich wird. Zweitens, spannt ein interaktiver Chat an. Ich habe deswegen auch immer mein Tablet dabei, weil ich oft den sprachlichen Dialog mit dem schriftlichen Chat kombiniere. In meinem Assistenten habe ich Checklisten für den Saisonbeginn oder nach der Saison zum Einmotten der Maschinen oder ein Kurzcheck vor jeder Fahrt hinterlegt. Da jetzt Saisonbeginn ist, starten wir mit dem ausführlichen Check. Die Ergebnisse werden jeweils abgespeichert. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Da ich nur für unsere Motorräder und Werkzeuge alle relevanten Dokumente geladen habe, wird die KI frei verfügbare Informationen aus dem Internet für dein Bike suchen. Alternativ kannst du die Bedienungsanleitungen und Werkstatthandbücher für deine Maschine aber auch hochladen. Falls generell Interesse besteht, wie man im Detail einen Customer GPT als individuellen Assistenten erstellen kann, dann schreibt mir dies in die Kommentare. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ride On with Friends.